Und auch an diesem Sonntag ist bei mir im Studio unser USA-Experte und US-Journalist Eric Kirschbaum. Guten Morgen, Eric. Morgen. Das, was wir da gesehen haben, Trump und Vance aggressiv, machen sich lustig über Biden. Ist das jetzt also der neue Ton im US-Wahlkampf? Weil Trump ist zurück, absolut im Modus. Das ist der alte, neue Ton von Trump. Beleidigung ohne Ende, beleidigte Kamala Harris, beleidigte Joe Biden als stupid, als doof. Das ist wirklich Töne, die man, sag ich mal, nicht schön. Man hat gedacht, vielleicht hat Trump nach diesem Attentatversuch vor einer Woche bisschen neue Richtung, aber nee, der ist genauso hart wie vorher. Und es ist kein Zufall, dass er gerade in Michigan auftaucht mit Vance. Michigan ist einer von den 3 absolut wichtigen Bundesstaaten, die Trump unbedingt gewinnen musste, wenn er gewählt werden mit Pennsylvania, Wisconsin. Die hat er gewonnen 2016 und verloren in 2018. Deswegen ist J.D. Vance dabei. Es ist kein Zufall, dass er und Vance in Michigan gestern den Wahlkampf begonnen haben. Wie muss man dann solche Äußerungen von Trump einordnen? Ich habe mir eine Kugel für die Demokratie eingefangen. Ja, das war ein neuer Satz von Trump gestern. Das klingt ganz gut, wie aus einem Film. Trump wird das wahrscheinlich immer wieder testen und nutzen. Als Martyr, Opfer. Trump gibt sich gern bei seinen Anhängern als Opfer. Die fühlen sich auch als Opfer, die Abgehängte da in Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Das sind seine Wähler. Wenn er die mobilisieren kann, kann er wie 2016 knapp gewinnen, denkt er. Vor dem Attentat hatte Trump Biden ja immer wieder angegriffen mit markigen Worten. Sleepy Joe zum Beispiel. Und jetzt hat er sich wieder über ihn lustig gemacht. Und er hat ihn zwar nicht so scharf kritisiert, also mit unflätigen Worten, sondern wie gesagt, dieses Lustigmachen. Wie muss man das einordnen? Also das haben wir im US-Wahlkampf ja auch noch nicht so gesehen, dass ein Herausforderer den Präsidenten im Prinzip so zur Schau stellt. Ja, aber das ist Trump. Sein Anhänger jubeln, wenn er ganz hart und ganz hässlich redet über seinen Gegner. Und das kommt an. Und wenn Trump merkt, dass die Zuschauer applaudieren, dann nutzt er das immer wieder. Aber das zeigt das Niveau, was der Wahlkampf in Amerika geworden ist. Seitdem Trump ein Kandidat ist, es wird immer hässlicher, immer tiefer. Und wir können einfach mehr davon erwarten mit Trump. Beide, Trump und Vance, haben in Michigan auf das Thema illegale Migration gesetzt. Vor allen Dingen mit wirklich Ankündigungen, Versprechen. Ist die Migration wirklich das innenpolitische Thema in den Vereinigten Staaten, auch für den Wahlkampf? Für viele Wähler schon. Die Zahl der illegalen Einwanderung ist sehr stark gestiegen. Die Grenzstaaten wie Texas und Florida, die haben die Eingereiste weitergeschickt an Denver und New York. Und einfach, das Thema ist nicht nur an den Grenzstaaten, sondern überall in Amerika. Stellen wir uns vor, die Migranten werden überall in Deutschland verteilt und das verursacht politische Unmut. Und das ist genau, was die gemacht haben, die Republican Governors in Florida und Texas. Und das ist ein Thema, was viele Leute betrifft und aufwühlt. Und vor allem Trumps Anhänger sind da wirklich aufgewühlt. Und da glaubt er kann punkten. Die Umfragen zeigen, das ist wirklich ein sehr emotionales, hohes Thema für viele Wähler. Ja, lass uns jetzt aber auf die Demokraten natürlich schauen. Wir haben ja intensiv die vergangenen Tage immer darüber geredet, schmeißt Biden nun hin, schmeißt er nicht hin. Du hast ja gestern auch gesagt, das wird er wahrscheinlich nicht tun, weil nächste Woche erstmal der israelische Premier Netanyahu kommen wird. Und diesen Gefallen wird Biden Netanyahu nicht tun. Aber es scheint so zu sein, Kamala Harris, die Vizepräsidentin, bringt sich in Stellung. Also wie könnte das dann eigentlich ablaufen, wenn sie tatsächlich die Kandidatur von Biden, von ihrem Chef, übernimmt? Das ist spannend. Man sieht auch die Großspender. Die Großspender fangen an, einen Vizepräsidentkandidat für Harris zu suchen und zu wetten, zu gucken, ob er geeignet sein könnte. Der Governor von Kentucky oder Michigan oder ein Senator aus New Jersey. Das ist wirklich spannend. Man braucht Zeit, um Vizepräsidenten zu finden. Und deswegen die Großspender gehen einen Schritt voraus. Aber das zeigt, dass die Demokraten wirklich kurz vor einer schwierige Wochen sind. Die Zeit wird immer knapper und viele Senatoren und Repräsentanten haben Angst, die werden in Bidens negative Strudel reingezogen werden. Die Angst vor einem Erdrutschsieg der Republikaner, dass die Präsident, Senat und Kongress verloren gehen könnte im November, wird immer größer. Viele Leute hoffen, dass Biden den Fackel einfach abgibt an den nächsten. Aber Biden bleibt stur. Es wird spannende Tage sein. Manchmal passieren in Jahrzehnten nichts und dann passieren in einer Woche Jahrzehnten. Und das erleben wir jetzt in den USA. Ich glaube, wir werden die nächsten Tage noch intensiv darüber sprechen können, Eric, wie die Entwicklungen in den USA sich entwickeln. Eric Kirschbaum, danke für deinen Besuch im Studio und deine Expertise. Gerne, schönen Tag noch.